Bananen, 1 Kilogramm, nur noch 88 Cent, minus 19% runtergesetzt. Hier minus 17% für Süß- und Samtig-Bananen, 95 Cent. Und nochmal für Mittelamerika-Bananen, kleine, feine Zwischenmahlzeit, je 1 Kilo 88 Cent. Also mit günstigen Bananen wird gerne geworben. Mehrere Wochen dauert es, um die Bananen eben hier nach Europa zu bekommen. Die meisten kommen mit dem Schiff. Überall kannst du die Bananen dann eben kaufen, auch hier im Bahnhof. Für weniger als 10 Cent kann man so eine Banane bekommen. Und wie das überhaupt geht, wo die Bananen genau herkommen, das wollen wir diese Woche herausfinden. Und deswegen geht's für uns jetzt nach Südamerika. Señoras y señores, bienvenidos al aeropuerto de Santander de Bogotá. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de la bolsa. Whisper to me slow. Give me a chance to hear the voice I barely know. Und damit guten Morgen aus Santa Marta. Wir sind hier ganz im Norden Kolumbiens, an der Küste vom Karibischen Meer. Es hat ein bisschen was von Kuba, muss man tatsächlich sagen. Und die ganzen bunten Farben hier. Wunderschönes kleines Hotel. Aber wir machen uns erstmal auf den Weg. Nur um das mal hier kurz zu verorten, für alle, die nicht genau wissen, wo Kolumbien ist. Wir sind hier an der Nordspitze von Südamerika. Das hier ist das Karibische Meer. Das heißt, irgendwo da hinten hinterm Horizont liegt Jamaika. Und diesen Einfluss der Karibik spürst du überall. Also das hier ist einfach ein Teil der Karibik. Du hast bunt angemalte Häuser, die Musik erinnert dich an die Karibik. Und so ein Strand hier, der könnte natürlich auch auf irgendeiner karibischen Insel sein. Klimatechnisch, der Äquator läuft ein bisschen südlicher durch Kolumbien durch. Hast hier das ganze Jahr über Temperaturen um die 30 Grad mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Und das, man kann es mir glaube ich ansehen, ist für uns Europäer vielleicht nicht ganz so angenehm. Aber das sind perfekte Temperaturen für viele tropische Früchte. Zum Beispiel für Bananen. Und genau die wollen wir uns genauer anschauen, beziehungsweise wo die eigentlich genau herkommen, wie die angebaut werden, wie das alles aussieht, was für eine krasse Vergangenheit dahinter steckt und so weiter. Denn das hier ist meine zweite Fairtrade-Reise 2018, auf die ich euch mitnehmen möchte. Ich sehe definitiv schon so ein bisschen Karibik-Feeling hier. Aber was die meisten von euch wahrscheinlich nicht wissen ist, dass der Bananenhandel eine ziemlich gewaltsame Vergangenheit hat. Und dafür steht dieses Denkmal hier. Schwer vorzustellen, aber vor 90 Jahren fand auf diesem Marktplatz das sogenannte Bananenmassaker statt. Wir treffen uns mit dem Drehbuchautor Yahir, der die Erlebnisse seiner Urgroßmutter von damals zu einem Kurzfilm verarbeitet. Tausende Mitarbeiter der amerikanischen Firma United Fruit Company, die heute Chiquita heißt, demonstrierten 2 Monate lang für bessere Arbeitsbedingungen, bis die kolumbianische Armee das Feuer eröffnete und über 1000 Menschen tötete, darunter Frauen und Kinder. Bis auf dieses Denkmal hier erinnert auf dem Marktplatz von Ciénaga wenig bis gar nichts daran, dass vor gerade mal 90 Jahren tausende Menschen hier gestorben sind bei einer friedlichen Demonstration für bessere Arbeitsverhältnisse. Das liegt allerdings auch daran, wie wir gerade gelernt haben, dass zum Beispiel Geschichte in Kolumbien nicht mal ein Schulfach ist. Das heißt, viele Menschen hier in der Region, zum Beispiel in der Nachbarstadt Santa Marta, wo wir gerade herkommen, haben noch nie in ihrem Leben von diesem Massaker gehört. Den Arbeitern der Bananenplantagen wurde damals vorgeworfen, sie seien Kommunisten. Deswegen wollte sogar die US-Armee einschreiten, um Ordnung für die United Fruit Company wiederherzustellen. Nur aus Angst vor einer amerikanischen Besetzung kam dem das kolumbianische Militär zuvor, indem sie auf ihre eigenen Landsleute schoss. Dabei wollten die Arbeiter durch ihren Streik einfach nur eine menschenwürdige Behandlung und die Umsetzung damals geltender kolumbianischer Gesetze. Eine ihrer Forderungen war es zum Beispiel, 6 statt 7 Tage die Woche zu arbeiten und ordentlich versichert zu werden, zum Beispiel gegen Arbeitsunfälle, oder auch ihren Lohn in Geld statt in Gutscheinen ausgezahlt zu bekommen. All das wurde ihnen nicht nur verwehrt, sondern sie wurden zusammengeschossen. Auch wenn die Arbeitsverhältnisse auf den Bananenplantagen nicht mehr ganz so dramatisch sind wie vor 90 Jahren, so richtig gut sind sie an vielen Stellen immer noch nicht. Wir sind jetzt ein bisschen ins Landesinnere gefahren und seit über einer halben Stunde fahren wir echt die ganze Zeit nur noch an solchen Bananenplantagen hier vorbei. Es sind echt unendlich große Felder und da kann man sich gut vorstellen, dass Kolumbien eben einer der größten Bananenexporteure der Welt ist. Genau hier von solchen Pflanzen kommen unsere Bananen her. Selbst aus solchen mehr oder weniger abgelegenen Feldern kommen am Ende perfekte Bananen zu uns, denn es gibt eine EU-Verordnung und die schreibt genau vor, wie so eine Banane auszusehen hat, wie krumm die ist, wie viele schwarze Flecken drauf sein dürfen und so weiter. Aber was die Verordnung ausdrücklich nicht sagt, ist, wie die Arbeits- und Umweltverhältnisse hier vor Ort sein müssen. Hier aus dieser Plantage kommen Fairtrade-Bananen und wir schauen uns mal an, wie es aussieht. Dafür müssen wir uns hier aber erstmal jetzt Gummistiefel anziehen. Hat gerade auf der Fahrt auch schon mal ordentlich geregnet. Und ein kleines Netz für den Kopf, das gehört auch dazu. Hier geht es also rein ins Feld. Das ist schon beeindruckend. Es ist so, als ob man geschrumpft wäre
wo man unter so Pilzen längs läuft, weißt du? Oder so unter Gras, in so einer Wiese unterwegs ist. Sieht sehr eindrucksvoll aus. Wir haben ja so Bananenstauden schon mal gesehen, als wir in Afrika waren, aber das waren dann nur einzelne immer. Und jetzt hier auf so einem Riesenfeld, wie uns gerade erklärt wurde, dauert es ungefähr 9 Monate, bis so eine Staude hier von so bis ganz oben gewachsen ist und man eben die Bananen ernten kann. Und aus einer solcher Staude hier kriegt man nur eine Kiste Bananen. Und danach wachsen da nicht irgendwie neue Bananen dran, sondern das Ganze wird abgeschnitten, so wie es hier schon passiert ist. Und dann muss es wieder 9 Monate hochwachsen, bis neue Bananen daran wachsen. Also schon eine harte Arbeit für unsere Bananen. Klar, hier sind viele Stauden, aber die müssen halt alle hier per Hand geerntet werden. Wir haben hier schon so Systeme wie das hier oben, da kann die Bananen reingetan werden und dann fährt das an so einem Seilzug praktisch hier längs. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum überall diese Plastiktüten um die Bananen rumhängen. Das ist auf der ganzen Welt bei Bananenplantagen so. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, wenn die Bananen ein gewisses Stadium erreicht werden, dann kommt die Tüte drumherum. Und so sehen dann die erntefertigen Bananen hier aus. Hat die jetzt oben abgeschnitten, einen Haken dran gemacht und so werden die runtergeführt. Häufig werden diese Plastiktüten hier auch benutzt, um da noch Insektenschutzmittel und so weiter dran zu haben. Das findet ihr in vielen konventionellen Bananen. Hier jetzt auf dieser Plantage werden die aber nicht benutzt, sondern die dienen vor allem dazu, einfach die Bananen allgemein ein bisschen zu schützen und ein anderes Mikroklima da drin zu haben. Also ein bisschen wärmer, ein bisschen feuchter. Und wir sehen können, die ganze Ernte hier ist auch ein echt relativ gefährliches Unterfangen. Nochmal auf den Anfang vom Video zurückzukommen, wo ich mir zu Hause in Köln ein paar Einkaufsprospekte angeschaut habe, wo überall Bananen im Angebot waren. Und zwar immer günstiger und immer günstiger, teilweise unter 1 Euro pro Kilo. Das sind nicht nur Schnäppchen für uns, für die Leute, die einkaufen, sondern das bedeutet auch einen extremen Preisdruck auf die Erzeuger hier vor Ort, auf die Kleinbauern, die 1-2 Hektar Land haben und die ganzen Bananen anbauen. Hier zum Beispiel ist ein Familienbetrieb. Fast alle, die hier mithelfen, stammen aus der näheren Familie. Und in der Branche redet man vom sogenannten Aldi-Preis, weil das ist einer der größten Abnehmer. Und wenn die morgens ihre Bestellmenge aufgeben, dann können sie mehr oder weniger einen Preis diktieren. Und an diesen Preis hängen sich dann eigentlich auch die anderen Discounter dran. Ich meine, man kann sich vorstellen, dass irgendwie es nicht gerade irgendwie leichter geworden ist, in den letzten Jahren Bananen anzubauen. Wie kann es dann sein, dass Bananen immer günstiger und günstiger und günstiger werden? Und ich meine, es ist nicht so, dass Bananen super teuer sind. Unter 10 Cent kostet so eine ganze Banane. Es ist mit das günstigste Obst nach Kilopreisen, was wir in Deutschland kaufen können. Ich habe letztens eine Umfrage gelesen, da wurde gesagt, 80% der Deutschen geben an, dass ihnen bei Lebensmitteln wichtig ist, dass die Anbaubedingungen gut sind. Also sowohl was Umweltschutz als auch was Arbeiterrechte angeht. Ja, aber warum kaufen dann so wenig Leute Fairtrade-Bananen? Trotzdem ist in Deutschland nur eine von 10 Bananen fair gehandelt. Der Rest nicht. Ich habe euch dazu schon mal aufmerksam gemacht vor ein paar Wochen, denn Fairtrade hat momentan eine Aktion, wo man abstimmen kann, ein kleines Voting, von welcher Supermarktkette ihr gerne erwarten würdet, dass sie nur noch Fairtrade-Bananen im Angebot haben. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Eine coole Info. Gerade gestern, als wir hingereist sind, hat Lidl bekannt gegeben, dass sie noch dieses Jahr ihr Sortiment komplett umstellen werden auf Fairtrade-Bananen. Also ein riesiger Erfolg schon mal. Daumen nach oben für Lidl an dieser Stelle. Ich hoffe, dass da noch viele Supermarktketten mitziehen werden. Und gerade, dass es Lidl ist, das finde ich eine super Sache, denn als ich das letzte Mal über Fairtrade gesprochen habe hier im Vlog, habe ich sehr viele Kommentare bekommen, die geschrieben haben, was willst du uns eigentlich erzählen? Du fährst Autorennen, du reist um die Welt. Erzähl uns nicht davon, dass du die Welt retten willst. 2 Sachen kurz dazu. Nobody's perfect. Und der Sinn von Fairtrade ist auch nicht, dass man sich komplett in sein Leben einschränkt und bei allem 100% darauf bedacht ist, der perfekte Mensch zu sein. Das ist sowieso Quatsch. Es ist immer wichtig, irgendwo an manchen Stellen einen Anfang zu setzen. Und das kann jeder für sich machen. Und natürlich denke ich nicht, dass ich hier die Welt retten kann. Und das denkt auch Fairtrade nicht. Aber fair gehandelte Produkte sind so eine einfache und sinnvolle Sache für jeden von uns, mit einer simplen Kaufentscheidung ein paar Cent mehr auszugeben für eine Banane und dadurch ganz konkret zum Beispiel den Bauern hier in Kolumbien ein besseres Einkommen zu ermöglichen. Das ist nicht irgendeine Spende, die man irgendwo hinschickt. Das ist einfach nur, dass man einen fairen Preis dafür zahlt, was hier für Arbeit geleistet wird in den Feldern. Es geht dabei auch in keinster Weise um irgendwelche Luxusprodukte, sondern darum, dass man vielleicht die 2-3 Cent mehr für eine Banane ausgibt. Und ich denke, jeder von uns, der in den Supermarkt geht, um sich eine Frucht zu holen, die aus dem anderen Ende der Welt kommt, sollte es sich leisten können, diese 2-3 Cent mehr übrig zu haben.
so sehen dann eben hier die fertig geernteten Bananen aus. 2 verschiedene Waschgänge haben die hinter sich, sind schon so in solche Hände geschnitten worden. Aber wie ihr sehen könnt, die sind auch immer noch komplett grün. Die Bananen wurden auch deswegen jetzt schon geschnitten, weil eben der Reifprozess jetzt unterbrochen wird. Eigentlich, wenn die komplett fertig sind, sind sie ja gelb. So kennt ihr sie ja auch aus dem Geschäft. Aber auf ihrer ganzen Reise nach Europa werden sie jetzt bei einer bestimmten Temperatur gehalten und eben alles Mögliche wurde hier abgemacht, damit sie erst dann unter praktisch künstlichen Bedingungen in Europa fertig reifen. Das hier ist unsere Ernte von gerade eben. 1,5 solcher Kisten, nicht mehr, bekommt man aus einer ganzen riesigen Staude, die 9 Monate brauchen, um wieder solche Bananenmengen hier zu wachsen. Und am Ende zahlen wir in Europa, in Deutschland, dafür ungefähr 30 Euro. Es sind 20 Kilo, die hier drin sind und das sind eben Fairtrade-Bananen. Was die Bauern hier dafür bekommen, das sind, wenn es nicht Fairtrade ist, vielleicht 5 Euro. Mit Fairtrade steigt das Ganze auf 6 bis 7 Euro und die Bauern bekommen pro verkaufter Kiste 1 Euro Prämie. Und diese Prämie bekommen sie nicht direkt, sondern die Kleinbauern sind in demokratischen Kooperativen zusammen und diese Kooperativen bekommen das Geld und finanzieren dadurch, demokratisch abgestimmt, zum Beispiel Schulen, Weiterbildungsprojekte für die Bauern oder auch einfach mal neue Häuser. Echt krass, dass man für so viel Arbeit nur so wenig Geld am Ende bekommt. Nur dafür, dass wir in Europa schön exotische Früchte essen können. Der Bauer, dem das ganze Feld hier gehört, hat uns gerade noch gesagt, ohne Fairtrade hätte er längst den ganzen Betrieb aufgeben müssen, weil durch die seit Jahren sinkenden Bananenpreise sich das Ganze hier einfach nicht mehr lohnt. Und nur durch Fairtrade gibt es eigentlich wieder so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. In genau den Hafen hier hinten in Santa Marta werden die Bananenkisten gebracht und dann nach Europa verschifft. Interessanterweise, unser Hotel ist auch nur zu Fuß 2 Minuten in die Richtung. Hier eben dazwischen der Strand, wo jetzt gerade noch Leute hinten im Wasser drin sind. Es ist also richtig warm noch, das Karibische Meer. Und klar, jetzt gerade ist es schon komplett dunkel, aber es ist gerade erst 18:30 Uhr. Die Sonne geht ja einfach so von komplett oben auf runter in 10 Minuten. Es ging so schnell, deswegen auf einmal ist es jetzt hier dunkel. Das war unser erster Tag in Kolumbien. Ich hoffe, ihr fandet interessant, was wir heute gesehen haben. Ich wollte nur noch mal klarstellen, weil manche das vielleicht falsch verstehen. Ich bin absolut niemand, der euch irgendwie sagen möchte, du musst das machen, du musst nur noch Fairtrade-Sachen kaufen, musst 100% so leben und 100% so und dies und das. Quatsch, totaler Unsinn. Jeder muss für sich seine eigenen Entscheidungen treffen und alles, was ich mit diesen Videos machen möchte, ist ein Bewusstsein für manche Sachen schaffen. Zum Beispiel eben hier, kleines Thema Bananen. Kleines Thema für uns, großes Thema natürlich für die Leute, die Bananen hier anbauen. Ich möchte euch eben einfach mitnehmen hier in den Videos ganz persönlich, euch zeigen, was ich mit meinen Augen sehe, euch erzählen, was ich von den Leuten hier vor Ort höre und so könnt ihr dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Wissen eure eigene Meinung bilden. Und wenn es dazu führt, dass manche von euch im Supermarkt nächstes Mal bewusster zur Fairtrade-Banane greifen, dann ist das, finde ich, schon Erfolg. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank euch fürs Zuschauen, drückt mal nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen und übermorgen wieder mit dem nächsten Vlog hier aus Kolumbien. Und mal schauen, was wir da noch machen werden.